Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem M2 Competition oder einem ähnlichen F-Serie-Modell von BMW den Vorder- oder auch Beifahrersitz ausbauen könnt. Ihr braucht dazu lediglich einen entsprechenden Torx-Schlüssel, eine kleine Decke oder eben auch ein Tuch zum Abdecken der Einstiegsleiste, damit da nichts kaputt geht. Und eben eine Ratsche. Hier sind wir jetzt am Fahrzeug und hier habe ich jetzt bereits den Schwellerbereich bzw. die Einstiegsleiste geschützt. Wenn wir später den Sitz da drüber heben, damit man da mit der Metallschiene vom Sitz keine Kratzer hinterlässt. Das ist jetzt also der Sitz und hier vorne sehen wir jetzt, gibt es eine Torx-Schraube, davon gibt es insgesamt 4 Stück, jeweils rechts, links, vorne und hinten, und die müssen wir lösen. Hier seht ihr jetzt den Stecker, den habe ich schon gelöst, der den Sitz, also die Sitzelektronik versorgt, also sprich Airbag, die Seitenverstellung und die Wangenverstellung und so weiter, was der Sitz eben hat. Das ist so ein einfacher Konnektor hier, den müsst ihr einmal entriegeln und dann könnt ihr den abziehen. Und dann ist sozusagen der Sitz von der Elektronik getrennt. Jetzt kommt der Torx zum Einsatz. Das ist ein T50 Torx. Ich zeige das hier einmal. Und der passt wunderbar in diese Schrauben, die hier den Sitz mit der Bodenplatte verankern. Und jetzt müssen wir den Sitz ganz nach hinten schieben, weil ich jetzt an den vorderen Schrauben anfange. Und durch das nach hinten schieben hat man einen besseren Zugang. Jetzt gehe ich eben her und löse die beiden vorderen Schrauben erstmal nur an, ne, sowohl links als auch rechts erstmal nur anlösen und dann den Sitz wieder nach vorne schieben und dann eben die hinteren Schrauben ganz entnehmen. Das sehen wir aber gleich. Genau, wenn die jetzt beide gelöst sind, den Sitz wieder nach vorne schieben. Darauf achten, dass ihr die nicht zu weit löst, sonst bleibt der Sitz hängen. Und wenn der Sitz jetzt nach vorne gezogen ist, dann könnt ihr auch die hinteren Torx-Schrauben lösen. Die könnt ihr jetzt bereits ganz rausdrehen. Erstmal nur zur Seite legen. Später drehe ich die sozusagen wieder in die Fassungen in der Bodenplatte, damit die nicht verloren gehen. Ihr könnt die natürlich aber auch in eine Tüte packen und zu eurem Sitz, wie ihr das lieber wollt. Genau, die sind jetzt auch gelöst. Jetzt wieder den Sitz ganz nach hinten und die beiden vorderen Schrauben auch noch komplett lösen und dann ist der Sitz auch schon frei. Hier kann es jetzt sein, dadurch, dass der Sitz nicht mehr 100% in Position ist, dass ihr den ein bisschen nach unten drücken müsst. Ne? Ihr seht schon, die Schiene kommt ein bisschen mit nach oben und dann wird der Winkel ungünstig und die Schraube verklemmt vielleicht ein bisschen. Deswegen, wenn das so ist, einfach den Sitz nach unten drücken und dann passt das auch. Hier jetzt nochmal etwas besser zu sehen, eben wie gesagt der Stecker, der aus der Fahrzeugelektronik kommt und eben hier an den Sitz geht. Wie gesagt, den müsst ihr abstecken, sonst könnt ihr den Sitz nicht rausheben. Ja, und jetzt ist der Sitz eben komplett frei, es sind nur diese 4 Schrauben und jetzt die Lehne aufrecht klappen und den Sitz erstmal nur auf die Einstiegsleiste legen, so habe ich das gemacht, also so ganz vorsichtig und dann nochmal nachfassen, hinten an der Lehne am besten. Ich zeige das jetzt hier einmal, dass ich hinten an der Lehne greife und dann kann man den Sitz wunderbar durch die Tür nach außen hinausheben. Aufpassen, dass ihr da euch nicht die Tür verkratzt oder irgendwas, ne? Ganz vorsichtig und langsam, nirgends anecken und dann ist der Sitz schon draußen. Und jetzt, wie vorher besprochen, die Schrauben, ich versenke sie wieder direkt an den dafür vorgesehenen Stellen in der Bodenplatte. Ihr könnt die aber auch anders verstauen, wie ihr das möchtet. Das war der ganze Zauber. Einzige, was ihr beachten müsst, ihr müsst natürlich den Sitz bzw. den Airbag aus eurem Steuergerät rauskodieren, sonst kriegt ihr eine Fehlermeldung. Das war's, ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder. Ciao! But my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Twisted.
not sure who's the one. Maybe